Von Ravensbrück habe ich zuallererst zu Hause in der Familie gehört. Mein Vater verlor ja seine Mutter im KZ Ravensbrück und er hat diesen Verlust in seinen literarischen Texten verarbeitet. Und somit waren meine Großmutter und das KZ Ravensbrück auch über diese Ebene immer präsent. Wir waren dann Anfang der 90er Jahre als ganze Familie vor Ort und haben die damalige noch in Aufbau befindliche Gedenkstätte besucht. Jahre später, als ich schon in Wien gewohnt habe, lebte zufälligerweise in meinem Nachbarhaus Zea Stojka, eine österreichische Schriftstellerin und Künstlerin, die 3 Konzentrationslager überlebt hat und auch in Ravensbrück inhaftiert war. Und aufgrund ihrer medialen Präsenz damals hörte und las ich auch immer wieder von Ravensbrück. Also so jede zufällige Begegnung auf der Straße mit Frau Stojka erinnerte mich an den Ort und an meine Großmutter. Ja, Jahre später habe ich dann Frau Stojka auch in ihrer Wohnung besucht und wir haben dann Aufnahmen in ihrem Atelier gemacht. Vor allem die Erinnerung an meine Großmutter verbindet mich mit dem Ort. Nachdem ich für mein fotokünstlerisches Projekt Babica Slowenisch für Großmutter 2014 und 15 einige Male am Areal der Gedenkstätte verbracht habe, erinnere ich mich an die Besuche, die Fahrt dahin, den Weg vom Bahnhof zur Gedenkstätte und das Herumlaufen am Gelände. Und Ravensbrück ist für mich ein Gedenkort geworden. Durch meine Besuche für das Projekt verbindet mich ja eine sehr persönliche Erinnerung an diesen Ort. Und wenn ich jetzt die Bilder, die in Ravensbrück entstanden sind, bei Ausstellungen hängen sehe, so erinnert mich das auch an den Ort und das, was meine Großmutter und viele andere Frauen durchgemacht haben mussten. Ravensbrück ist meiner Meinung nach also vorbildlich und zeitgemäß gestaltet. Ich finde Museen oder ich finde allgemein, Museen könnten den digitalen, virtuellen Raum aber vermehrt nutzen. Diese Kanäle sind für jüngere Generationen selbstverständlich und können den Einstieg in die Thematik der NS-Verbrechen und des Umgangs damit sein. Die soll nicht den wichtigen oder den sehr wichtigen Besuch vor Ort ersetzen, aber ich gehe davon aus, dass die digitalen Möglichkeiten diesen befördern würden. Also neben der stetigen wissenschaftlich-historischen Arbeit vor Ort sollte das Gedenken zusätzlich auch mehr im Internet stattfinden können, finde ich. Ähm, Auch Projekte, die sich auf eine indirekte Weise der NS-Geschichte nähern, sind gestärkt zu fördern, finde ich. Also Zeitzeugen gibt es bald nicht mehr. Also sind neben den Orten selbst und den dokumentarischen Objekten der Zeit Projekte, die sich mit der Geschichte beschäftigen, neue Zeitzeugnisse. Mit meinem Projekt Babica habe ich eben das versucht. Nur als ein Beispiel, äh, der Becher, der während des NS-Regimes im Lager benutzt wurde, nun im Museum ausgestellt wird, ist ein Zeitzeugnis. Diesen Becher für ein künstlerisches oder anderes Projekt zu fotografieren, dokumentieren und daraus ein neues Bild zu machen, ist eine weitere Form, die die Erinnerung an das Geschehene weiterträgt.